Japan, wenn das kein Land für die Bucketlist ist. Und weil es hier so viel zu sehen gibt, ist das hier die extra lange Version. Wir sind Nina und Felix und diese Reise werden wir sicher niemals vergessen. Sie lachen immer so fröhlich, wenn sie es richtig eng ziehen. Kämpfen stand nicht in meinem Vertrag. Jetzt kommt was ich auf einem Friedhof etwas seltsam finde. Das hier haben wir vor. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln geht es von Tokio nach Kyoto. Hier treffe ich eine Geisha-Schülerin und darf bei einer traditionellen Teezeremonie dabei sein. In Ohara schlafen wir typisch japanisch und erleben einen der schönsten Gärten des Landes. Kulinarisch wird es in Nara. In Osaka erleben wir die Abendstimmung. Und Einblicke in den Shinto-Glauben bekomme ich in Koyasan. Yuasa ist die Geburtsstadt der japanischen Sojasauce. Wie die auf Softeis schmeckt, teste ich aus. In den Highlands von Wakayama erleben wir die Natur. Auf dem Pilgerweg Kumano-Kodo lernen wir, was dieser dreibeinige Rabe mit der japanischen Fußballmannschaft zu tun hat. Und in Katsura machen wir Wellness auf japanische Art. Tokio, die größte Stadt Japans. Hier gibt es genau die Art der Reizüberflutung, die ich mag. Nach dem Zebrastreifen in der Abbey Road, den die Beatles bekannt machten, kommt ganz sicher dieser hier auf die Liste der berühmtesten Zebrastreifen der Welt, Shibuya Crossing. Einmal drüber laufen und die Euphorie mit tausenden anderen spüren, das lassen wir uns nicht entgehen. So wirklich entfaltet sich das magische Gewusel aber erst, wenn man mit Abstand drauf schaut. Die Aussichtsplattform Shibuya Sky, 229 Meter oberhalb von Shibuya, ist ideal, um einen Ausblick auf die Megacity zu bekommen. Der Ballungsraum Tokio ist mit 37,2 Millionen Menschen die größte Stadt der Welt. Allein das vielfältige Essen ist ein Grund, um nach Japan zu reisen. Mir läuft das Wasser im Mund zusammen, das ist hier mein Dauerzustand. Aber all diese Leckereien sind gar nicht echt. Das ist alles Plastik. Ich bin bei Kaori, die solches Fake-Essen herstellt und mir heute zeigen will, wie das geht und warum fast kein Restaurant ohne falsches Essen im Schaufenster auskommt. Diese täuschend echt aussehenden Tempura-Shrimps, also frittierte Garnelen, wollen wir herstellen, aus 60 Grad warmem Wachs. Schau mal, jetzt gieße ich das Wachs runter. Etwa so. Sobald ein kleines Rechteck entstanden ist, wird es Zeit, die Lücken aufzufüllen, um einen dichten Teig zu bekommen. Die Flosse für die panierte Garnele ist auch aus Wachs. Die Fake-Panade drum wickeln und aushärten lassen. Sieht einfacher aus, als es ist.
Bitte wenden. Oh, sehr schön. Und damit habe ich auch schon die wohl wichtigste Lektion für das gesellschaftliche Miteinander hier in Japan gelernt. Die Menschen sind einfach immer höflich. Was denkst du? Sieht köstlich aus. What do you think? Was denkst du? Das ist gut. Wunderschön. Naja, immerhin ein Anfang. Diese künstlichen Gerichte wurden vom Ende der Kaiser Taisho-Periode bis zu Beginn der Zeit des Kaisers Showa hergestellt. Der Grund, warum sie gemacht wurden, war, dass vom Ende der Taisho-Periode bis zum Beginn der Showa-Periode in den 1930ern die großen Kaufhäuser gebaut wurden. Es kamen viele Menschen auf einmal in die Kaufhäuser und viele von ihnen besuchten die Restaurants dort. Damals kamen viele westliche Gerichte gerade erst nach Japan. Und die Menschen hier konnten mit deren Namen nichts anfangen. Deshalb wurde dieses Fake-Essen eingeführt, damit die Menschen wussten, was sie bestellen. Außerdem kamen damals sehr viele Menschen zur gleichen Zeit in die Kaufhäuser. Und durch die künstlichen Gerichte konnten sie sich schneller entscheiden und bedient werden. Und diese Tradition wird immer noch fortgeführt, obwohl es ja längst Speisekarten mit Fotos gibt. Jetzt wird es kniffliger. Weiter hoch. Weiter hoch. Im weißen Teil fügst du es zusammen. Den rundest du jetzt und formst einen kleinen Ball. Jetzt von rechts rollen und von links rollen. Und wieder rechts. Fertig ist der Salatkopf. Mittlerweile werden die Food Samples nicht mehr aus Wachs, sondern aus Harz hergestellt. Im Workshop lerne ich aber noch die ursprüngliche Art. Halt es hier fest. Dann gießt du das grüne Wachs auf den oberen Teil des weißen Wachs. Pour green wax over the upper half of white wax. Okay, yes. Please slide. Down. Weiter runter. Weiter runter. Langsam runterziehen. Sehr gut. Nice. Sieht doch schon fast aus wie ein Salatkopf, oder? Oh. Sie ist so nett, sie freut sich immer, obwohl meine Sachen echt nicht so toll aussehen. Ob ich Kaori noch aus der Reserve locken kann? Do you think I can work? Glaubst du, dass ich jetzt hier arbeiten kann? Okay, das sagt alles. Ich habe selten beim Workshop so viel gelacht. Und das Fake Food ist ein Urlaubsandenken der ganz besonderen Art. Von künstlichem Essen zu digitaler Kunst, wie ich sie noch nie gesehen habe. Gemeinsam mit Takashi dürfen wir vor der Öffnungszeit ins Museum Teamlab Planets. Warum muss ich meine Socken ausziehen? Das ist Teil unseres Konzepts. So versuchen wir, dass die Menschen unsere Kunst körperlich erleben können.
Und so wate ich durch ein Becken mit schwimmenden Kois, die sich bei Berührung in Blumen verwandeln. Alles projiziert. Open. Yeah, just go. TeamLab, das ist ein internationales Kollektiv aus den Bereichen Kunst, Programmierung, Architektur, Animation und vielen anderen Fachbereichen. Ein Museum, in dem ich mir nicht verkneifen muss, was ich oft so gerne tun würde: die Kunst anfassen. Also zum Beispiel so wie hier. Und wir können mit dem Licht und den Tönen kommunizieren. – 13.000 hängende echte Orchideen bilden diese Installation. Ich nehme dich mit in mein Wohnzimmer. Okay. Die Orchideen reagieren auf Bewegungen. Es werden also immer wieder neue Räume geschaffen. Gehst du noch gerne in normale Museen, wo es nur Gemälde und Skulpturen zu sehen gibt, die sich nicht bewegen und die du nicht anfassen kannst? Ja, natürlich. Ich mag jede Art von Kreativität. Ich respektiere sie. Ich gehe gerne in Museen. Wir benutzen einfach unterschiedliche Werkzeuge und Materialien und interessieren uns dafür, wie die Menschen die Welt begreifen. Seit 2001 ist das Kollektiv tätig. Die Leute fingen an, uns zu unterstützen und uns wie Künstler zu behandeln. Aber ich muss sagen, eher in den asiatischen und europäischen Ländern. In Japan behandeln uns die Leute nicht wie Künstler. Warum ist das so? Ich weiß es nicht. Bitte fordere sie auf, es zu tun. Um die digitale Kunst zu erfahren, reicht übrigens bald eine Reise nach Hamburg. Dort wird das nächste TeamLab-Museum eröffnen. Er ist vielleicht der berühmteste Einwohner der Stadt, hoch über den Dächern Tokios. 52 Meter hoch, so groß wie der Original Godzilla. Wir dürfen einen Blick in die Godzilla Rooms des angrenzenden Hotels werfen. Das ist doch mal eine schöne Aussicht, wenn man morgens aufwacht, oder? Und als erstes das sieht. Man erschreckt sich erstmal zu Tode. Oh! Krass. Boah, das ist echt für die Ultras. Ich glaube, da könnte ich nicht so gut schlafen. So sehr ich Godzilla liebe, aber wenn einen dieser Freund hier morgens als erstes anguckt. You're a monster. Wer nicht im Hotel wohnt, kann im Café auf der Dachterrasse einkehren, um einmal den Atem von Godzilla zu spüren. Bist du schon wahnsinnig aufgeregt? Nee, ich habe das Gefühl, dich catcht das ein bisschen mehr. Mich catcht das voll. Das war wie damals mit 12 Jahren im Kino. Ich kann nicht verstehen, warum dich das so gar nicht greift, Felix. Wir werden noch mal nach Tokio zurückkommen. Okay, der Zug fährt in 3 Minuten und wir haben überhaupt keine Ahnung, wo wir hin müssen.
Es läuft. Das ist nicht rennen, Nina. Das ist Mist, wenn die Züge so pünktlich fahren, ne? Aber zum Glück kommt bald der nächste. Unser Plan mit dem Hochgeschwindigkeitszug Shinkansen nach Kyoto. Aber zwischendurch aussteigen und einen Blick auf den Fuji werfen. Wenn er sich dann zeigt. Japans höchster und heiliger Berg. Zu dieser Jahreszeit ist der Fuji für Besteigungen geschlossen. Ich habe mir das so richtig schön vorgestellt. Ich fliege so über den See und du siehst in der Spiegelung so den Vulkan im Hintergrund. Und jetzt habe ich so eine kleine Ecke bekommen, aber vielleicht zieht es ja alles noch auf. Ja. Hier sagt man, dass sie, ja, Fuji ist eine Göttin, sich in den Wolken versteckt, sobald sie einen Mann sieht, da sie schüchtern ist. Aber auch bei Frauen versteckt sie sich aus Eifersucht. Es ist also nicht ganz einfach. Schlange stehen für die Weiterfahrt nach Kyoto. Ein- und Aussteigen klappt hier perfekt. Es gibt Abteile für Reisende, die eine Platzreservierung haben und Waggons für alle ohne Sitzplatzreservierung. So findet man schnell einen Platz. Ich bin ein bisschen neidisch, wenn ich an meine Zugreisen in Deutschland denke. Am frühen Abend kommen wir in Kyoto an. 1,4 Millionen Menschen leben hier. Der Bahnhof ist einer der größten des Landes. Hier merkt man, dass der öffentliche Personenverkehr in Japan eine besondere Stellung hat. So einen sauberen Bahnhof sieht man bei uns eher selten. Wir sind gespannt auf morgen. Über 1000 Jahre war Kyoto die Hauptstadt des Kaiserreichs. Im Zweiten Weltkrieg blieb sie als einzige Millionenstadt in Japan unversehrt. Klar, dass diese Stadt auf kaum einer Japanreise fehlt. Ein Bummel durch die historische Altstadt gehört auf die Bucketlist. Wenn ich an Japan denke, dann habe ich immer automatisch solche Bilder im Kopf. Das Geisha-Viertel Gion ist der ideale Fotospot für Verlobungs- und Hochzeitsfotos oder das traditionelle Foto zum 20. Geburtstag im Kimono. Das machen hier fast alle. Der Kimono ist zwar keine Alltagskleidung mehr, aber für besondere Anlässe wird er bis heute getragen. Und auch mir steht ein besonderer Anlass bevor. Bist du happy mit der Entscheidung? Ich kann mir mich einfach sowieso in keinem von denen hier vorstellen, aber den finde ich ganz gut. Ich finde, der sieht so ein bisschen retro aus. Oder? Was denkst du? Passt. Ja. Ich nehme den hier. Kimono bedeutet übersetzt einfach nur Anziehsache. Und das mit dem Anziehen ist tatsächlich so eine Sache. Ein Unterkleid, ein Unterrock, eine Kragenbluse, dann erst kommt der eigentliche Kimono. Insgesamt 10 Schnüre und Gürtel bekomme ich umgebunden. Sie lachen immer so fröhlich, wenn sie es richtig eng ziehen. Das Ziel, es soll keine Kurve mehr zu sehen sein, eher eine Röhrenform, hatte ich mir irgendwie bequemer vorgestellt. Trägst du gerne Kimono? Ja. Ja, ich mag den Kimono. Der ist so schön. Aber auch für mich ist es schwierig, ihn zu tragen. Ich soll so richtig ordentlich aussehen. Ich wünschte, ich würde ein bisschen besser Luft kriegen, das wäre schön. Aber ansonsten finde ich, ist das auf jeden Fall
total spannend, weil ich merke schon im Sitzen, dass ich total aufrecht sitze, weil das ist eigentlich wie so ein Korsett. Ich meine, da ist, hör mal. Ich bin mit einer Maiko verabredet. So heißen die Schülerinnen, die nach einer langen Ausbildung später als Geisha arbeiten. Das hier ist Kanozutsu. Das ist nicht ihr wirklicher Name, sondern ihr Maiko-Name und bedeutet in etwa Wunsch wird wahr. Um direkt mit einem Klischee aufzuräumen: Geishas sind keine Sexarbeiterinnen. Sie sind Künstlerinnen, die alte japanische Fertigkeiten beherrschen. Kanozutsu ist 16 Jahre alt und seit einem halben Jahr in der Ausbildung. Bisher kann sie nur 2 Tänze. Sie muss sich noch 100 weitere draufschaffen. Ich will wissen, wie es sich anfühlt, wenn jede kleinste Bewegung sitzen muss. Und scheitere schon, bevor es überhaupt ans Tanzen geht. Ich habe keine Ahnung, wie ich hier gerade wieder hochkommen soll in diesem... Oh, ich muss mich wieder hinsetzen? Ich bin falsch aufgestanden, ja. Das geht natürlich viel anmutiger als mein eher unbeholfener Versuch. Das sah ein bisschen schöner aus. I will try it again. Ich versuch's nochmal. Können wir es zusammen machen? In ihren Tänzen erzählt sie kurze Geschichten. In 5 Jahren wird Kanozutsu eine fertig ausgebildete Geisha sein. Geisha bedeutet übersetzt so viel wie Person, die in der Kunst bewandert ist. Dazu gehört zum Beispiel auch die Kunst der Gesprächsführung und Gesang. Kanozutsu wird später in traditionellen Teehäusern arbeiten oder von wohlhabenden Kunden für Geschäftsbankette und Partys engagiert. Gut. Über 1 Stunde braucht sie für ihr Make-up und um den Kimono anzulegen. Die Frisur ist noch aufwendiger. Wie oft machst du dir denn so eine Frisur? Maikos müssen ihre Frisur für eine Woche behalten. Wir gehen nur einmal in der Woche zu einem Friseur. Wenn ich schlafe, dann benutze ich ein besonders hohes Kissen, damit die Frisur nicht kaputt geht. Wenn du in dieser Zeit mit deinen Freundinnen ausgehst oder shoppen, hast du die Haare dann immer so? Ja, aber wir dürfen nicht überall hingehen, wenn wir unsere Haare so haben. Welche Orte sind dann verboten? Wir dürfen zum Beispiel nicht in Geschäfte oder zu McDonald's. Sobald eine Geisha heiratet, darf sie nicht mehr als Geisha arbeiten. Dann ist ihre Karriere vorbei. Davor verdient sie aber richtig gut. Ich frage sie, was ihr an diesem Job so gut gefällt. Ich mag es, Menschen zu unterhalten und sie glücklich zu machen. Das macht dann auch mich glücklich. Ich habe eine junge Frau kennengelernt, die für ihren zukünftigen Job brennt. Der Berufsstand hat ein Nachwuchsproblem. Immer weniger Japanerinnen möchten Geisha werden. Verstehe ich, denn die jungen Maikos leben doch irgendwie in einer längst vergangenen Zeit. So wirklich nah kam ich ihr nicht. Aber das ist wahrscheinlich das, was den Mythos der Geisha aufrechterhält. Sie sind eben Künstlerinnen. Uns zieht es raus aus der Stadt.
eine Busstunde entfernt von Kyoto liegt der kleine Ort Ohara. Den kann man als Tagesausflug besuchen. Wir wollen aber eine typisch japanische Erfahrung machen und in einem Minshuku übernachten. Das sind familiengeführte Unterkünfte, japanische Familienpensionen mit Abendessen und Frühstück. Die Übernachtung in einem Minshuku ist oft kostengünstiger als in Hotels und herrlich authentisch. Hier schläft man typisch japanisch auf einem Futon. Mein Zimmer. Ist ein bisschen wie Camping. Einschalten, ausschalten. Das wird jetzt warm? Einen Augenblick noch. Okay. Okay? Frag mich morgen noch mal, wie die Nacht hier wird. Ich muss das direkt mal testen. Klamotten. Ja, ist schon hart, aber kann man machen. Ist so ein bisschen wie auf der Isomatte. Zum Abendessen gibt es Nabemono. Das ist ein bisschen wie ein Fondue. Die Zutaten können frei gewählt werden. Daraus entsteht ein Eintopf. Zudem gibt es dann Reis. In diesem Minshuku gibt es auch einen Onsen, eine heiße Quelle. Die wird in Japan streng getrennt nach Geschlecht und textilfrei besucht. Jeden Abend wird das Wasser komplett ausgetauscht und so dürfen wir nach der offiziellen Badezeit ausnahmsweise in Badeklamotten drehen. Vorher müssen wir uns waschen. Oh, es ist kalt. Oh, es ist warm. Oh, es ist angenehm. Das ist gut. Das ist perfekt. Das ist so an der Grenze zu warm. Ist gerade noch perfekt. Ist wirklich perfekt. Das Wasser fühlt sich weich an, also es ist echt angenehm. Und es riecht vor allem auch nicht. Es gibt ja oft so heiße Quellen, die so faulig riechen, aber das hier riecht gar nicht. Am liebsten würden wir die ganze Nacht hier drin liegen bleiben. Aber zum Glück wird es nicht der letzte Onsen unserer Reise sein. Guten Morgen. Also die Nacht war vollkommen okay für mich. Ich bin zwar vor meinem Wecker aufgewacht, aber auch nur 1 Stunde und ich habe durchgeschlafen. Die Matratze war auch jetzt nicht so ganz übel und ja, das kleine harte Kissen hat mir auch gereicht. Ich bin eigentlich ganz fit und ich bin super schnell eingeschlafen. Ich glaube, das hatte auch mit der Entspannung im Onsen zu tun. Guten Morgen. Wie geht's dir? Gut. Wie war die Nacht? Die war tatsächlich besser, als ich dachte. Weil eigentlich bin ich so eine Prinzessin auf der Erbse, was Matratzen angeht. Und zwar jetzt nicht mega weich, aber ich habe eigentlich ganz gut geschlafen. Das Einzige, was mir immer passiert ist, und das verstehe ich auch nicht, die Decke war super, weil super warm. Aber dieser Bettbezug ist so seltsam, weil das ist eigentlich wie so ein Spannbettlaken, was man bei uns hat. Und ich habe das irgendwie in der Nacht tatsächlich geschafft, das so rauszuziehen. Das soll so, glaube ich, nicht sein. Ja, für jemanden, der sonst immer süß frühstückt, ist es natürlich eine spannende Angelegenheit. Wie gerne hättest du jetzt ein Croissant? Schon sehr gerne, aber ich werde es probieren. Ein traditionell japanisches Frühstück mit Miso-Paste, gekochtem Meerrettich, Algen, Sojabohnen und Tofu. Und eingelegten Schalotten, die in ein Perilla-Blatt eingewickelt sind.
Perilla ist auch als Shiso bekannt und wird in der japanischen Küche zum Würzen eingesetzt. Schmeckt auf jeden Fall nach Pflanze. Was soll das heißen? Es hat so ein bisschen was von Pfefferminze. Und ansonsten ist eben so ein kleines Zwiebelchen da drin. Das ist jetzt nicht mein Favoritenfrühstück, aber kann man machen. Finde ich echt eigentlich ganz lecker. Ich esse ein rohes Ei zum Frühstück. Das wird mit Reis und Sojasauce gemischt. Habe ich mir beim Nachbartisch abgeschaut. Bin aber noch etwas skeptisch. Ich stelle mir die Mischung sehr glibberig vor. Aber ich wollte eine authentisch japanische Erfahrung machen und die kriege ich jetzt. Das schmeckt tatsächlich nicht so schlecht. Ich muss zugeben, das war so ein bisschen Überwindung. Ich weiß auch nicht genau warum, aber es schmeckt eigentlich echt ganz gut. Trotzdem, das japanische Frühstück wird nicht unser Favorit. Die Gastfreundlichkeit im familiengeführten Haus rührt uns aber. Eine Übernachtung in einem Minshuku ist auf jeden Fall ein Erlebnis. Die Sehenswürdigkeit von Ohara ist der Sanzen-In-Tempel. Der Tempelgarten zählt zu den meist fotografierten Sehenswürdigkeiten Japans. Hier wirkt alles natürlich, aber bei der Anordnung wurde nichts dem Zufall überlassen. Unser kleiner Ausflug in Kyotos ländliche Umgebung hat sich gelohnt und wir sind bereit für unser nächstes Ziel. Die hier haben sich nicht verlaufen, die gehören hierher. Die Sika-Hirsche von Nara gelten als Götterboten. Joe lebt hier und kennt die Hirsche seit seiner Kindheit. Sind sie manchmal gefährlich? Ja, wenn sie hungrig sind, dann greifen sie auch manchmal die Kinder an. Ob sie gefährlich sind? Sie sind eben wilde Tiere. Sie sehen so niedlich aus, aber manchmal ändern sie ihr Verhalten. Okay. Upsi, der kleine Hund. Der hat sich gerade noch mal gerettet. Arigato. Okay, jetzt kommen sie alle. Jetzt müssen wir schnell gehen, Felix. Okay, let's go. Let's go. Sei vorsichtig. Diese Cracker sind das einzig erlaubte Futter. Und weil die Hirsche eben japanisch sind, beherrschen sie diese landestypische Höflichkeitsgeste. Okay, now he has to do the... why do they... Warum machen die das? Yes. Das ist einfach ihr Instinkt. Joe, can you take them? Joe, kannst du die bitte nehmen? Man sollte die Verbeugung nur nicht zu sehr einfordern. No. Pass auf! Joe hat uns auch einen Snack versprochen, dessen Herstellung ein echtes Schauspiel sei. Gedämpfter Klebreis ist die Grundlage für Mochi. Das sind japanische Reiskuchen.
Japanischer Beifuß sorgt für die grüne Farbe. Gefüllt sind die Reiskuchen mit einer süßen Bohnenpaste. Die Mochi-Stampfer zeigen die traditionelle Zubereitung. Normalerweise übernimmt den Job eine Maschine. Hier sollen die Schnellsten des Landes arbeiten. Sie sind noch warm. They are still warm. Darf ich eins haben? Sehr gut. Magst du es? Diese Konsistenz kann man eigentlich gar nicht beschreiben. Die schmecken leicht süßlich. Das ist echt lecker. Und sie sind super beliebt. Wir machen einen kurzen Abstecher nach Osaka. Das hier ist übrigens ein Shinto-Schrein. Hätte ich auf den ersten Blick nicht gedacht. Osaka wirkt auf mich wie ein großer Jahrmarkt. Unbedingt bis in die Abendstunden bleiben. Dieser Turm war mal der höchste von ganz Asien. Hier hätten wir gerne mehr Zeit gehabt, denn Osaka ist lebendig, ein bisschen verrückt und macht einfach Spaß. Wir kehren zurück nach Kyoto, in den Bezirk Arashiyama. Um diesen niedlichen Bewohnern ganz nah zu kommen. Dafür geht es erstmal steil bergauf. Im Iwatayama Affenpark in Arashiyama wartet auf uns ein Zoo-Erlebnis. Nur umgekehrt. Die Affen laufen frei rum. Wer sie füttern möchte, muss in den Käfig. Für einen kleinen Betrag gibt's Äpfel, Kastanien oder Erdnüsse. Aber nur eine Packung pro Person. Die Affen sollen sich ja nicht überfressen. Hi. Hallo, wir nehmen Kastanien und Äpfel. Arigato. Okay, yes, thank you. Oh. Ist auch komplett hier. Kann dir. Ich hätte fast runtergefallen. Wie findest du das? Ich finde es gut. Ich finde es gut, dass wir hier drin sind und die in der Natur, in der Freiheit. Das gefällt mir. Oh. Das habe ich schlecht gelöst. Ich wollte es dem Baby geben. Aber dann kam ein größerer Affe. Diese Anlage dient aber nicht nur zur Bespaßung. Hier erforscht die Uni Kyoto das Verhalten der japanischen Makaken. Und eine Top-Aussicht auf die Stadt gibt's hier oben auch. Wer die Fahrt aus dem Zentrum Kyotos in den Bezirk Arashiyama aufnimmt, will wahrscheinlich auch den bekannten Bambushain sehen.
Uns ist er aber tatsächlich zu bekannt, denn er ist komplett überlaufen. Das stört leider die besondere Atmosphäre, auf die wir gehofft hatten. Wir haben den Tipp bekommen, einfach durch den Bambushain durchzufahren, um diesen Tempel zu besuchen. 8000 Steinbildnisse und Pagoden, die die Seelen von Menschen beherbergen, die ohne Verwandtschaft starben. Hier gibt es auch einen kleinen Bambuswald und den haben wir ganz für uns alleine. Einmal durchatmen. Von der Arashiyama-Station geht es wieder zurück ins Zentrum von Kyoto. Aber hier verpassen wir gerne den Zug. Ein Fuß-Onsen, also eine heiße Quelle, direkt auf dem Bahnsteig. Wie grandios ist das bitte? Der Eintritt war in die Leihgebühr für unser Fahrrad inbegriffen. So entspannt habe ich noch nie auf einen Zug gewartet. Wir sind zu einer traditionellen Teezeremonie verabredet. Im 12. Jahrhundert kam der grüne Tee aus China nach Japan. Miho wird mir zeigen, wie der Matcha kunstvoll zubereitet wird. Und sie wird mich auch mit einem Geständnis überraschen. Im 14. und 15. Jahrhundert wurde Japan eine große Handelsnation. Es wurden so viele ungewöhnliche Produkte nach Japan gebracht. Die Teezeremonie wurde zu einem geselligen Beisammensein, um die mitgebrachten Dinge vorzuführen. Das Tuch ist aus Seide und ich mache jetzt alles nochmal damit sauber. Natürlich sind die Utensilien eigentlich schon vorher alle sauber gewesen, aber man nimmt es hier ganz genau. Matcha ist ein zu Pulver gemahlener grüner Tee. Geschmacklich ist er leicht bitter. Daher wird das Teegebäck in einer japanischen Teezeremonie nicht zum, sondern vorm Tee gegessen. Ein leckerer, süßer Reiscracker. Nicht sehr viel Geschmack, aber süß. Schmeckt gut. Miho wirkt auf mich bei allen Schritten sehr fokussiert. Jeder Handgriff sitzt. Während bei mir zu Hause der Teebeutel achtlos in der Tasse landet, gibt es hier eine strenge Abfolge. Arigato. Stopp. Ups. Ich dachte, ich könnte es jetzt einfach trinken, aber natürlich geht das nicht, weil hier hat ja alles eine sehr speziell genau abgestimmte Reihenfolge. Kleiner kultureller Fauxpas. Ups. Nimm die Schale in deine rechte Hand und platziere sie auf der linken Handfläche. Die Drehung ist ein Akt reiner Höflichkeit. Oft sind die Teeschalen kunstvoll verziert und so dreht man die schöne Seite von sich weg, damit die anderen sie sehen können. Obwohl meine Tasse kein Bild hat, Regel ist Regel. Schmeckt es ein bisschen bitter? Ein bisschen bitter, aber nicht zu bitter. Die Teeschalen sind sehr wertvoll, daher werden sie mit beiden Händen gehalten. Zum Glück erfahre ich erst nach der Teezeremonie, dass diese Tasse mehrere 100 € wert ist.
Der letzte Schluck wird geschlürft, als Zeichen, dass der Tee geschmeckt hat. So? Ja, das war ein sehr guter Schlürfer. Und jetzt entlocke ich der Teezeremoniemeisterin noch ein Geheimnis. Was ist dein Lieblingsgetränk? Kakao. Trotzdem pflegt sie die alte Tradition. Und wer bei all den Regeln nicht weiter weiß, höflich verbeugen und ganz viel lächeln, das ist hier immer gut. In Japan soll es rund 100.000 Shinto-Schreine geben. Das hier ist einer der beliebtesten. Shinto wird oft als die japanische Urreligion bezeichnet. Dieser Schrein ist der Göttin des Reisanbaus geweiht. 4 Kilometer sind die Alleen Roter Tori insgesamt lang. Das sind symbolische Eingänge in die Welt der Göttinnen und Götter. Unsere Reise geht weiter. Wir sind mit dem Japan Rail Pass unterwegs. Damit dürfen wir fast alle Züge unbegrenzt nutzen. Das lohnt sich besonders, wenn man viel unterwegs ist. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu reisen funktioniert gut. Die Züge sind pünktlich und so saubere Waggons wie in Japan habe ich bisher in keinem anderen Land gesehen. Unsere Reise führt uns in die Präfektur Wakayama. Koyasan ist das wohl bedeutendste Pilgerziel des Landes. Hier ist die letzte Ruhestätte von einem der größten buddhistischen Heiligen Japans, Kobo Daishi, auch Kukai genannt. Koka Nakamura ist hier Mönch und zeigt mir den Tempelkomplex. Koyasan ist die Wiege der Shingon-Schule, eine Ausrichtung des Buddhismus. Wir sind jetzt in der Pagode. Jetzt lass uns das Weihrauchpulver Suko auftragen. Das reinigt deine Seele und deinen Körper. Nimm ein kleines bisschen in deine Handflächen und verteile es auf deinen ganzen Händen. Oh. Das riecht ganz schön stark. Nach Zimt und Nelken. Irgendjemand hat damit angefangen, die Münzen zum Stehen zu bringen. Und so fing es an, dass man sagte, dass ein Wunsch in Erfüllung geht, wenn du es schaffst, dass die Münze stehen bleibt. Das ist typisch für die Menschen in Japan. Irgendwer fängt damit an und die anderen machen es einfach nach. Hauptsache, es bringt Glück. Good. Ja, thank you. Mal schauen, ob ich das hinkriege. Versuch's mal. Ja, gut. Gut. Der hier. Einser? Der geht auch, oder? Ja. Wohin machst du? Einen Spot finden. Hier. Im Shingon wird gelehrt, dass die Erweckung der eigenen Buddha-Natur nicht erst nach dem Tod, sondern schon zu Lebzeiten verwirklicht werden kann. Einen Einblick in die Praxis der Geistlichen kann man bei einer Tempelübernachtung bekommen.
117 Tempel gibt es in Koh San und in rund 50 kann man übernachten. Was sagst du? Ich finde, die stehen dir. Sehen aus wie so Hausschuhe halt. In den Tempeln haben früher Pilger übernachtet. Heute stehen sie für alle offen und die Mönche sind auf die Einkünfte der Beherbergung angewiesen. Im Herbst ist hier Hochsaison und es waren nur noch 2 Zimmer verfügbar. Das hier ist meins. Wunderschön. Dankeschön. Und wieder die typisch japanische Matratze. So schick haben die Pilger früher sicher nicht übernachtet, sondern eher so wie Felix. Das ist mein kleines, bescheidenes Zimmer. Das ist viertelmal so groß wie deins, aber es ist alles da. Ein Bett, eine Heizung. Das Bad ist allerdings ein Gemeinschaftsbad auf dem Flur und auch die Ausstattung ist nun ja anders. Ja, ne? So, ich muss noch mal anmerken, dass ich vergleiche das gleich, diese Matratze, wie dick die ist. Na, hier. Und dann mache ich jetzt einen Schnitt. Und dann gibt es jetzt hier meine Matratze zu sehen. Die Matratze ist, glaube ich, ein bisschen übertrieben. Das ist halt so eine Decke, ne? Und Nina meinte, das ist gleich. Na gut. Okay. Am späten Nachmittag gibt es eine Meditationsstunde. Für uns nimmt sich Mönch Shokai schon vorher Zeit, damit wir mit den Dreharbeiten andere nicht stören. Der Zweck dieser Meditation ist es, eins zu werden mit dem kosmischen Buddha Dainchi Nyorai. Stillsitzen, nicht so mein Ding. Ich soll innerlich von 1 bis 10 zählen, um in die Meditation reinzukommen. Und das für 40 Minuten. Ich glaube, ich schaffe 40 Minuten einfach nicht. Ich werde auch so schrecklich müde dabei. Du hast gerade mal 1 Minute geschafft. Das stimmt überhaupt nicht. Das waren mindestens 10. Das sind maximal 2,5, wirklich. Ich merke die ganze Zeit, bis mir der Rücken wehtut, dass mir meine Hose kneift, dass ich total müde werde. Meditation ist schwer für mich. Alles eine Sache der Übung. Ich höre halt auch jedes Geräusch, egal was. Es bringt mich total raus. Ich bin noch nicht in meiner Achtsamkeit. Du sagst, du bist müde geworden. Aber wenn du deine Atmung kontrollierst und dich selbst beruhigst, dann wirst du eben einfach etwas schläfrig. Es ist nichts Schlimmes. Denn wenn du schläfrig wirst, beweist das, dass du durch die Meditation ruhig wirst. Arigato. Arigatou gozaimashita. Da wir im Tempel übernachten, dürfen wir das Abendessen im Yukata, einer Art Bademantel, einnehmen. Heimelig. Das Tempelessen ist rein vegetarisch. Auf Zwiebeln und Knoblauch wird verzichtet. Ich hätte was ganz anderes erwartet, aber nicht so fein angerichtetes Essen. Also die Suppe ist schon mal lecker. Als Zeichen, dass es mir schmeckt, muss ich schlürfen, ne?
Am nächsten Morgen um kurz vor 6, Morgenzeremonie im Tempel. Hast du gut geschlafen? Geht so. Ich bin ungefähr 3-mal aufgewacht. Meine Decke, die unter mir lag, die war so dünn. Auf dem Teppich. Ein Teppich ist dicker. Aber die war viel zu kurz. Das heißt, meine Füße lagen die ganze Zeit im Kalten. Und die Krönung ist eigentlich, was ich hier niemals erwartet hätte, dass jemand vor meinem Raum die Schuhe tauscht. Jemand hat meine Schuhe getauscht. Jetzt muss ich mit den Mini-Damen-Sandalen rumlaufen. Chanting, das ist das Singen von religiösen Liedern oder Mantras. Ich finde, wenn die so chanten, wird man total ruhig. Das war ein schöner Start in den Tag. Die Übernachtung im Tempel war ein Erlebnis. Und wer nach Koyasan kommt, sollte auch unbedingt auf den Oko-no-in. Das ist der größte Friedhof Japans mit 200.000 Grabstätten. Jeden Morgen, egal ob es regnet oder schneit, opfern die Mönche Lebensmittel in dieser Box. Für Kukai, den Begründer des Shingon-Glaubens, der hier für eine ewige Meditation in eine Krypta gegangen ist. Dort dürfen wir nicht filmen. Wir sind wieder mit Mönch Kokan Nakamura unterwegs. Okay, Felix, jetzt kommt was ich auf einem Friedhof etwas seltsam finde. Warum gibt es hier einen Panasonic-Grabstein? Dieser Grabstein von Panasonic wurde errichtet, um die Seele des Gründers von Panasonic, Konosuke Matsushita, zu beherbergen, der auch eine Verbindung zu einem der Tempel hier in Koyasan hatte. Und auch um die Seelen der Arbeiter zu beherbergen, die für Panasonic gearbeitet und ihren Beitrag geleistet haben. Von der Nähe des heiligen Kukai wollen wohl auch die ganz Großen profitieren. Ob das dem starken Glauben oder Marketingzwecken geschuldet ist, das können sie wohl nur selbst beantworten. Hier gibt es auch ein Grabmal für Tiere, die bei Tierversuchen ums Leben gekommen sind. Unsere Reise führt uns nach Yuasa, der Geburtsstadt der japanischen Sojasauce. Hier gab es mal über 100 Sojasoßenbrauereien. Heute sind es nur noch 4. In der Yuasa Shoyu Brauerei dürfen wir hinter die Kulissen schauen. Zusammen mit Sojasoßenbrauer Tatsuki. Er nimmt uns mit in die Produktionshallen. Zunächst werden die Sojabohnen gekocht, damit sie aufquellen. Dazu kommen Weizen und eine Hefekultur. Dieses Gemisch wird dann für 3 Tage an einem warmen Ort aufbewahrt. Und danach sieht es dann so aus. Dazu geben wir dann Salz und Wasser, alles wird vermischt und kommt in ein Fass. Diesen Gärungszustand nennt man Moromi. Und so sieht Moromi aus. Brauereien, in denen Holzfässer eingesetzt werden, sind mittlerweile selten geworden. Das Holz verleiht einen ganz besonderen Geschmack. 1,5 Jahre dauert der Fermentierungsprozess. Die Hefepilze machen die Arbeit nicht allein. Ich darf mithelfen.
Das sieht irgendwie nicht so lecker aus. Kommt noch. In Moromi sind Hefepilze und erst durch die Arbeit der Hefe entsteht eine gute Sojasauce. Für die Gärung muss die Hefe ab und zu atmen. Deshalb wird alles gemischt und Sauerstoff eingebracht, damit die Hefe gut arbeitet. Das wird hier alles noch in Handarbeit gemacht, mit diesem speziellen, sehr langen Löffel zum Umrühren. Der heißt Kai. Tatsuki führt mich jetzt zur Presse. 320 von solchen Baumwolltüchern braucht man für den nächsten Schritt. Zwischen den Baumwolltüchern ist jeweils eine Schicht Moromi aufgetragen. Daraus wird jetzt Sojasauce gepresst. Wir haben 80 von diesen Tüchern. Und das Ganze 4-mal nebeneinander. Dann wird gepresst und es kommt Sojasauce raus. Dann werden einige Tücher ersetzt und dieser Vorgang wird bis zu 300 Mal wiederholt. Arigato. Danke. Die schmeckt richtig süßlich, ganz frisch, also komplett anders als das, was wir in Deutschland als Sojasauce bekommen. Die Sojasauce aus Yuasa wird in die ganze Welt exportiert. In der japanischen Küche wird die Soße häufig eingesetzt und in der Geburtsstadt wagt man auch gerne Experimente. Sojasoßen-Softeis mit extra Sojasauce als Topping. Arigato. Danke. Sieht doch eigentlich aus wie Schokosoße. Ich bin gespannt. Schmeckt ehrlich gesagt eher karamellig als nach Sojasauce. Sehr süß, besonders die Soße oben drüber. Kann man gut essen. Wollen wir mal. Ich habe ein bisschen Respekt davor. Okay. Hätte ich es nicht gewusst, hätte ich gedacht, das ist irgendeine Karamellsoße. Und das Eis? Das Eis schmeckt auch irgendwie so ein bisschen karamellig. Ist vollkommen okay. Vollkommen okay. Werde ich essen. Ein Naturhighlight der Präfektur Wakayama wollen wir noch sehen. Das Hochland Oishikogen ist im Herbst ein Meer aus japanischem Pampasgras. Wir sind mit Kanai verabredet. Sie hat in den USA studiert, eine Zeit lang in Deutschland gelebt und in der Megametropole Tokio gearbeitet, bevor es sie zurück in ihre Heimat Wakayama zog. Das hier ist ihr Lieblingsort. Bei einem Spaziergang will ich von Kanai wissen, warum die Menschen hier in Japan auf mich eher zurückhaltend wirken. Umarmungen, Händchen halten, all diese körperlichen Zuneigungen habe ich in Japan so gut wie gar nicht gesehen. Ich glaube, wir sind ziemlich schüchtern. Auch wenn wir etwas fühlen, dann sind wir viel zu schüchtern, um es körperlich auszudrücken. In unserem Herzen fühlen wir es aber. Okay. Du umarmst Menschen also nur in deinen Gedanken? Ja, genau. Wie würdest du das mit Deutschland vergleichen?
Körperliche Zuneigung? Ich mag es, denn wenn man etwas fühlt, sollte man es auch ausdrücken. Ich versuche hier in Japan auch manchmal, meine Gefühle körperlich auszudrücken. Aber das bringt manche Leute hier dazu, auszuflippen. Du bist eine Umarmerin? Ja, genau. Das Hochland ist zu dieser Jahreszeit einfach eine Wucht und dieser Fels ein beliebtes Insta-Motiv. Im Herbst ist in Wakayama Mandarinensaison und Kanai will uns noch ihr absolutes Lieblingsdessert zeigen. In einem Café direkt an der Mandarinenplantage gibt es Fruchtparfait. Und dort verrät sie mir auch, was sie in ihrer Zeit in Deutschland am allerliebsten gegessen hat und so richtig vermisst. I like to get Leberkäse im Baumarkt. Why? It's the reason. Was? Das ist der Grund, warum ich überhaupt zum Baumarkt gehe. Nicht zum Einkaufen, sondern um Leberkäse zu essen. Deutsche Kulinarik im Baumarkt, auch in Japan bekannt. Wir bleiben dann doch lieber beim Fruchtparfait. Und dieser Laden ist so beliebt, dass es mittlerweile sogar eine Filiale in Tokio gibt. Weintrauben, Kaki und Mandarinen haben gerade Saison. Ich freue mich schon hier auf das Crunchy. Die japanischen Süßspeisen sind definitiv genau nach unserem Geschmack. Wir sind unterwegs auf dem Kumano-Kodo, einem mehr als 1000 Jahre alten Pilgerweg. Hier sind früher Asketen, Kaiser, Samurai und Mönche gewandert. Den kann man eine ganze Woche wandern. Wir haben leider nicht genügend Zeit und nehmen nur das letzte Stück. Im Shintoismus glaubt man, dass die Natur hier von Göttern bevölkert ist. Unser Ziel, der Kumano-Nachi Taisha-Schrein. Hier verschmelzen Buddhismus und Shintoismus. Shintoismus ist die Urreligion Japans. Durch das Läuten der Glocke ruft Felix die Götter. Was dieser Schrein mit Fußball zu tun hat? Hier wird Yatagarasu verehrt. Die dreibeinige Krähe gilt der Legende nach als Wegweiser. Seit 1931 ist sie auf dem Emblem der japanischen Fußballnationalmannschaft. Wohl in der Hoffnung, dass sie dem Ball auch den Weg ins gegnerische Tor weisen könnte. Dieser Baum ist fast 1000 Jahre alt und gilt hier als heilig. Kampferbäume werden im ganzen Land wegen ihrer Langlebigkeit verehrt und ihnen wird eine ewige spirituelle Präsenz zugeschrieben. Er soll dafür sorgen, dass Wünsche in Erfüllung gehen. Dafür müssen wir unseren Wunsch auf der kleinen Holztafel aber erstmal durch den natürlichen Hohlraum tragen. Du schaffst es. Oh. Ich muss quer. Sieht so aus, als wäre es für dich das erste Mal in einem Baum. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich mal in einem Baum war.
Durch dieses Shinto-Tor gelangen wir zum buddhistischen Teil der Tempelanlage. Von Mönch Yoei will ich wissen, warum hier zwei Religionen quasi miteinander verschmelzen. Hier in Nachi, in dieser überwältigenden Natur, leben shintoistische Götter Kami und zugleich wird Buddha verehrt. In Japan existieren von alters her Shintoismus und Buddhismus nebeneinander. Dahinter steht der Gedanke, dass Kami und Buddha eins sind. Besonders in der sogenannten Bergreligion waren 1000 Jahre lang bis in die Meiji-Zeit auf solchen Bergen wie hier shintoistische Schreine und buddhistische Tempel ein und dasselbe. Dass Buddha in Gestalt von Kami erscheint, nennt man Gongen. Der Buddhismus entstand in Indien und kam dann nach China, Korea und Japan. Hier traf er auf den bestehenden Shintoismus und beide verschmolzen miteinander. Religion oder Glaube sollte Menschen Glück wünschen, für ihr Glück beten. In Japan gibt es die Bereitschaft, unterschiedliche Religionen aufzunehmen. Schaut man in die Welt, gibt es dort alle möglichen Konflikte. Darunter auch viele, die ihren Ursprung in Religionen haben. Die Religionen und Glaubensrichtungen sollten sich gegenseitig anerkennen. Ich finde eine tolerante, großherzige Einstellung wichtig. Wenn man ausschließlich Allah oder ausschließlich Christus gelten lässt, ist das problematisch. Es existieren viele verschiedene Religionen nebeneinander, die alle das Glück der Menschen wünschen und dafür beten. Nachi steht bis heute für eine solche Einstellung. Der Nachi-Wasserfall ist der berühmteste des ganzen Landes. Mit seinen 133 Metern ist er Japans höchster, ununterbrochener Wasserfall. Im Shinto-Glauben wird er als heilig verehrt. Dem Wasser wird eine lebensverlängernde Wirkung nachgesagt. Oh, schmeckt gut. Ich nehme noch ein bisschen mehr. Auf ein langes Leben. Sehr lecker. Wir fahren nach Katsura. Die vulkanischen Aktivitäten bescheren Japan unzählige heiße Quellen und ich freue mich, endlich wieder in einem Onsen zu baden. Wie bereit bist du für den Onsen? Ich freue mich. Es wird schön warm. Es riecht ein bisschen muffig, aber es soll ja auch heilsam sein. Und du? Ich bin ja nicht so ein Fan von den heißen Temperaturen. Mi. Andere machen hier Wellnessurlaub. Und zwar streng getrennt nach Geschlechtern. Badeklamotten sind im Onsen verboten. Tattoos meistens auch. Die werden in Japan nämlich mit der Mafia assoziiert. Vor dem Baden muss man sich waschen. Ich glaube, die Nina muss jetzt ohne mich weitermachen. Sorry, Felix, du musst alleine weiterreisen. Ich bleib leider hier. Es ist schön warm, es ist gesund, ich habe Meerblick. Also, besser geht's echt nicht.
Onsen in Japan. Check. Tiefenentspannt geht es für uns zurück nach Tokio. Und dort wird sich Felix noch in die warme Quelle zurückwünschen, denn es wird sportlich. Hinter dieser unscheinbaren Tür wird die älteste Sportart des Landes trainiert. Konnichiwa. Thank you. Das Ziel des Sumo-Rings, den Gegner aus dem abgesteckten Kreis zu stoßen. So ein Kampf ist meist schon nach wenigen Sekunden vorbei. Diese Ringer sind noch in der Ausbildung. Das sieht man auch daran, dass ihre Haare noch zu kurz für den klassischen Dutt sind. Ursprünglich wurden Sumo-Ringkämpfe in den japanischen Shinto-Schreinen zu Ehren der Götter durchgeführt. Der religiöse Aspekt ist heute immer noch wichtig und sorgt dafür, dass Sumo ein hohes Ansehen in der Gesellschaft genießt. Mir als Frau ist es nicht einmal erlaubt, auch nur einen Fuß in den Ring zu setzen. Es mag ein alter Brauch oder eine Tradition sein. Aber ursprünglich ist der Gott des Sumo ein männlicher Gott. Und er wird wütend, wenn eine Frau in den Ring steigt. Nun, wie soll ich es ausdrücken? Ich kann es nicht gut erklären. Aber Frauen haben ihre Menstruation, wenn sie erwachsen sind. Also, der Gott wird wütend. Wie soll ich es sagen? Es ist schon seit langer Zeit Tradition, dass Frauen dort nicht reingelassen werden. Und der Sumo-Verband wehrt sich gegen eine Öffnung. Also muss Felix ran. Kämpfen stand nicht in meinem Vertrag. 500 Kniebeugen machen die Sumo-Ringer jeden Tag. 2-mal täglich wird trainiert. Wie geht's dir? Ja, ist anstrengend. Kniebeugen halt, ne? Ich glaube, er ist aber ganz zufrieden mit dir. I don't know. Ist he good? Ist er gut? Noch nicht ganz. Ich muss noch ein bisschen üben. Aber irgendwann wird's dann. Er war wirklich gut. Viel besser als ich damals, als ich mit dem Sumo-Ringen angefangen habe. Der Schwerpunkt des Körpers ist sehr niedrig. Und deine Bewegungen, wie du mit den Füßen gerutscht bist, die waren ziemlich gut. Als ich Anfänger war, konnte ich das noch nicht. Ich konnte nicht so tief runtergehen. Essen ist Teil des Trainings und wir sind eingeladen. Django, das ist ein proteinreicher Eintopf, den alle Sumo-Ringer essen. Den gibt es hier in unterschiedlichen Varianten jeden Tag. Very good. Sehr gut, lecker. Es schmeckt wie ein Eintopf eigentlich. Da ist ein bisschen Kohl drin, Fleisch und Pilze. Sehr würzig, aber jetzt nicht scharf. Ist echt lecker. Zu mehreren Schüsseln Django essen die Ringer noch 4 große Schüsseln Reis. Je mehr Körpergewicht, desto schwerer ist es für den Gegner, sie aus dem Ring zu schieben. Master Aigawa erinnert sich noch an seine aktive Zeit als Sumo-Ringer. Da ich sehr dünn war, wurde mir gesagt, dass ich die ganze Zeit essen muss. Ich muss essen. Und so habe ich das Essen geübt und manchmal habe ich gegessen und beim Essen geweint. Vermissen Sie jetzt, wo Sie im Ruhestand sind, das Essen sehr?
Ich vermisse es, viel zu essen. Aber da ich schon lange so viel esse, esse ich eben immer noch viel, auch wenn ich es nicht sollte. Zwischen 19 und 24 Jahren sind diese Schüler alt. Und in ein paar Jahren stehen für sie die ersten Turniere an. Die vielen Kalorien, die die Sumo-Ringer jeden Tag brauchen, kriegen wir in Tokio schnell zusammen. Auf der Takeshita-Straße gibt es vom Hundestreichelcafé, das finde ich richtig blöd, bis zur Rainbow-Zuckerwatte alles. Möchtest du was? Schmeckt super lecker, super künstlich und auch ein bisschen gesund. Ich habe was zu essen für dich gefunden. Rainbow Cheese Sandwich. Um Gottes Willen. Das sieht so ungesund aus. Oh. Schmeckt einfach wie Käse. Aber sieht geil aus. Das hier ist kein Souvenirshop, sondern die Besonderheit des Gotokuji-Tempels. Der Tempel liegt nicht ganz zentral in Tokio, trotzdem wollte ich unbedingt hierher. Junko wird mir das Geheimnis der winkenden Katzen verraten. Okay. Läute die Glocke. Wofür? Um die Götter zu rufen. Okay. Und dann nimm deine Hände zusammen und bete. Wünsch dir etwas. Ich dachte immer, dass die Winkekatze aus China kommt. Das stimmt nicht. Normalerweise hat sie den Buchstaben für Geld hier auf dem Bauch. Das bedeutet, dass sie mit der linken Hand die Menschen und mit der rechten das Glück einlädt, das Geld. Viele Restaurants haben so eine Katze, damit sie mehr Gäste einlädt, hereinzukommen. Mehr Kundschaft. Die Legende des Katzentempels? Im 17. Jahrhundert soll ein Mönch mit einer Hauskatze hier gelebt haben. Während eines schweren Sturms winkte die Katze einen Samurai ins Innere und rettete ihn so vor dem Blitzeinschlag. Aus Dankbarkeit widmete er der Katze einen kleinen Schrein. Heute opfern Menschen Katzenfiguren in der Hoffnung, dass ein Wunsch wahr wird. Das hier bedeutet, ich habe die Prüfung bestanden. Vielen Dank. Das kann auch ein Wunsch sein? Ja, und bei dieser Person ist er wahr geworden. Ich muss hier unbedingt eine Katze kaufen. Entweder kann man seine Katze mit Wunsch hier platzieren oder man kauft eine und bringt sie zum Tempel zurück, wenn ein Wunsch in Erfüllung gegangen ist. Über 10.000 stehen hier schon. Ich habe 2 mit einem Dollarzeichen gesehen. Ist es im buddhistischen Glauben in Ordnung, sich Geld zu wünschen? Oh, ich denke schon. Das ist kein Problem. Denn es geht im Grunde um Wohlstand, wirtschaftlichen Wohlstand, Familie und Frieden und Liebe. Alles. Die Katzen, die gehen auf jeden Fall sehr gut, weil die Hälfte von denen waren schon ausverkauft. Also es gab nur noch ganz wenige Größen. Die kommt mit nach Deutschland und da kommt jetzt ein Wunsch drauf. We write down a wish, do we? Yes.
Diese Holztafel nennt man Ema. Die gibt es an fast allen Tempeln in Japan zu kaufen. Und dann musst du am Ende auch deinen Namen schreiben, damit der Gott weiß, wessen Wunsch es ist. Es ist wirklich schwierig, ob es ein persönlicher Wunsch für mich oder ein Wunsch für alle sein soll. Nun, normalerweise ist es ein persönlicher Wunsch. Was ich mir wünsche, das verrate ich später. Wir wollen eine von Tokios Spezialitäten probieren, Monja-Yaki. Auf dieser Straße gibt es rund 80 Restaurants und alle bieten das gleiche Gericht an, in unterschiedlichen Varianten, aber immer ideal zum Teilen. Dafür werden Kohl und Fisch angebraten. Der Teig aus Mehl und Fischbouillon ist sehr flüssig. Das kann man selbst machen oder man lässt den Profi ran. Erinnert mich etwas an einen unförmigen Pfannkuchen mit Käse überbacken. Und wie mache ich das? Du isst direkt von hier. Zeig es mir. Du nimmst es einfach so und legst es hier hin. Es ist heiß, also sei vorsichtig. Und am Anfang ist es sehr weich, aber später wird es schön knusprig. Das schmeckt. Das ist wirklich schwer zu beschreiben, wie es eigentlich schmeckt, weil es so viele unterschiedliche Geschmacksrichtungen sind. Aber es ist lecker. Das ist wirklich gut, aber ich kann nicht erklären, wie es schmeckt. Warum ist es so beliebt? Weil es hier in Tokio seit dem 17. Jahrhundert gegessen wird. Viele hier essen es, seitdem sie klein sind, also erinnern sie sich an ihr Essen aus der Kindheit. Und wenn sie dann erwachsen sind, schmeckt es gut mit Bier. Wenn man nach Tokio kommt, sollte man es also probieren, oder? Ja, natürlich. Es gibt ja so viel Essen in Tokio. Ja, aber das hier ist eben typisch für die Menschen in Tokio. Und ich glaube, das gibt es so in keiner anderen Stadt. Sushi gibt es ja überall. Ramen auch, aber Monja-Yaki gibt es nur in Tokio. Jetzt traue ich mich auch ran, an die Variante mit Meeresfrüchten. Monja-Yaki macht optisch vielleicht nicht so viel her wie Sushi, aber dafür gibt es dieses Gericht nur in Tokio. Und geschmacklich ist es wirklich unvergleichlich. So gut. Ja, sehr lecker. Du hast die Prüfung bestanden. Thank you. Thank you. Unsere Reise endet hier in Tokio. Und jetzt ist es auch an der Zeit, meinen Wunsch, den ich am Katzentempel hinterlassen habe, zu verraten. Nach all diesen wunderbaren Begegnungen, den Momenten, die sich wie ein Tag im Freizeitpark anfühlten, dem leckeren Essen, der Energie der Stadt und natürlich auch den mitdenkenden japanischen Toiletten mit beheizten Klobrillen, hinterlasse ich in Tokio diesen Wunsch. Ich möchte definitiv wiederkommen.